Ich werde jetzt aber noch mal gucken, ob ich mit irgendjemandem sprechen kann. Mr. Holmes? At your service, Mr. Holmes. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Ich würde jetzt gerne mit ihm nochmal sprechen. What am I doing here? I've done nothing wrong. What am I doing here? I've done nothing wrong. I'm not saying another word. Okay. Wieso sind die rot? Was aber das nicht passt. Dann passt das wieder. Und wenn ich hier jetzt verzweifelt die versuche, dann könnte das hier wieder kommen. Möglicher gemeinsamer Mord. So Venedigen als Hörtli lügen. Von daher können sie möglicherweise unter einer Decke stecken. Es gibt 2 Täter. Das glaube ich aber gar nicht. Ich glaube, der hat nichts hingekriegt. Deswegen wollte er auch nur nach den Wertpapieren suchen. Und das war ein harmloser Flirt. Und somit ist Hurtleys Unschuld. Und das klingt mir irgendwie eher nach... Patrick Cairns hat zwar Peter Carey getötet, aber es war kein vorsätzlicher Mord. Er handelte in Notwehr gegen einen bewaffneten und betrunkenen aggressiven Seemann. Patrick Cairns ist ein kaltblütiger Mörder. Er hat ihn ermordet und muss damit gehetzt werden. Ich glaube eher das da, weil das Messer war ja auch noch da. Ja. Ich gehe einfach mal auf den Fall, weil das irgendwie am sinnvollsten klingt. Eifersucht kann ich mir nicht vorstellen. Sein Tabakbeutel war da und ich bin gespannt, was das richtig war. Ansonsten verkacke ich halt vollkommen im ersten Anlauf. Ich bin sehr gespannt. Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with a ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No, my name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't you? Yes. How? The tobacco pouch. You recognized it. Oh, the sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth? What will you do now? I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? I will deal with him. Goodbye. Einige Zeit später. It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug. His name is Wiggins, Inspector. Telling Vietnam. me that the case is solved.
Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventrao. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favourite. Noch ein paar Stunden später. Ah, Mr. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible. But how did you get them? It would take far too long to explain. Oh, eigentlich nicht. Tell me. This is extraordinary. You are a genius. Then that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes. And thank you. 1,000 times thank you. Dein Vater ist übrigens über Bord gegangen und gestorben, aber tschüss. Der schwarze Peter. Peter Carey wurde von Patrick Haynes ermordet, einem Harpunier, und damit der einzige, der solch einen genauen und kräftigen Wurf bewerkstelligen konnte. Sein Tabakbeutel wurde in Careys Hütte gefunden. Er hat jedoch in Notwehr gegen einen bewaffneten und betrunkenen aggressiven Seemann gehandelt. Sie haben entschieden, Gnade walten zu lassen. Gefundene Hinweise 16. Cairns ist der Täter. Gnade für Cairns. Halten, um die Entscheidung zu überprüfen. Achtung, Spoilergefahr. Cairns ist der Täter. Entscheidung bestätigen. Achtung, Sie sind gerade dabei, den Fall abzuschließen. Dabei werden die Spielstände für diesen Fall gelöscht. Mit einem Nein können Sie eine andere moralische Entscheidung fällen. Mit Ja bestätigen Sie Ihre momentanen Entscheidung und beginnen ein neues Kapitel. Persönlichkeitseinstufung, verständnisvoll, Fallstatistik, Spieler mit derselben Lösung für den Fall 80%, Spieler mit derselben moralischen Entscheidung 61%. Na dann, auf zum nächsten Fall. Das Rätsel auf den Gleisen. Nun denn, fortfahren. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. Der Bruder also. We are about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the Crown itself. You must help us with those methods of yours. Need help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That's the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men.
A band of idealistic terrorists. Okay. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Okay, da zieht sich, glaube ich, eine längerfristige Geschichte hin. Rein. Und ich habe hier einen Pokal. Die Harpune, mit der Schwarzer Peter getötet wurde. Honig, verständnisvoll, der Schwarze Peter. Okay. Nochmal Chit-Chat. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We shall be late for the train. Ich gucke nochmal durch das Teleskop. Die steht immer noch da. Bewegt sich auch nicht, oder? Look after Mrs. Hudson for us, Toby. Look after Mrs. Hudson for us, Toby. Und ich gehe mal zur Kutsche. Und ich nehme den Brief mit. The Strand. Der Fall um den erschütterten Mord an den ehemaligen Captain Peter Carey, auch bekannt unter der Schwarzen Peter, ist gelöst. Die Beweise, die Scotland Yard von sicherer Quelle erhalten hat, waren mehr als ausreichend, um festzustellen, dass Peter Carey von Pablo samt seiner Hauptponiere ermordet wurde. Allerdings wird es nicht zu einer Gerichtsverhandlung kommen können, denn Coventrao wurde vor kurzem tot aufgefunden, gestorben ohne Gewalteinwirkung. Möglicherweise ist er an den Gewissensbissen ob seines schrecklichen Verbrechens gestorben. Ich glaube, so einen Fall gab es noch nie, aber wer weiß. Und hinaus. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Eine Woche später. Ich habe irgendwie jetzt das Gefühl gehabt, dass er vielleicht da Fall hat, aber okay. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. Ja. But, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. Ja. Das It's wird jetzt too dark. mysteriös. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Das wird jetzt interessant. Sehr früh am nächsten Morgen. Also eine Zeit, wo man mich bestimmt nicht trifft. Lösen Sie das Rätsel um den verschwundenen Zug. Und ich wüsste jetzt nicht, wo ich die Well, Herleitung here we her are habe. again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Ja, und ich habe freie Kontrolle. Untersuchen Sie das Gleis in dem Gebiet, in dem der Zug verschwunden ist. First of all, let us examine the area where the train disappeared. Wenn ich jetzt wüsste, in welche Richtung das war. Wahrscheinlich aus Doncaster.
Da. Trains can't just vanish without leaving a trace. It isn't possible. Is it, Holmes? Richtig, es ist nicht möglich. Was ist hier? Nichts wirklich Interessantes, oder? Okay, auch so aus Richtung London oder was? This is the place Aha. where we saw the train vanish last night. Okay. Na dann. Schauen wir uns mal die Eisenbahnschwellen an. Railway sleepers. Nothing unusual. Aber warum sind sie dann markiert? Da, leere A Flasche. discarded item, possibly thrown from the train. Ja. There are no tracks or footprints on the ground. Okay. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. Soweit, so gut. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, Das I ist see offensichtlich. what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Das möchte ich doch mal hoffen. Aber hier ist jetzt auch nichts, ne? Da ist was. Sonst ist hier nichts mit... Gehen natürlich auf dem Gleis rum, das sollte man immer machen. Mitten auf dem Gleis rumlaufen. Falls man zukommt, dass man den auch kriegt. Oder dass der einem... Egal. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is Oh, extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Wir nehmen ihn mal unter die Lupe. Graue Haare. Das ist ja jetzt kein Verbrechen, oder? Als doch, bin ich schuldig. Abgenutzt. Ja? Bergspuren. Spuren. Verheiratet. Bergspuren. Ah, oberste Knopfloch und dann Ehrenbahnhofsvorsteher. Informationen über den Zug. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Ja, ich komme darauf zurück. Streckenkarte? I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. Mach ich doch gerne. See you later, my good man. Bis später, Dumpel. Oh. Hier wollte ich gar nicht rein.
Dann ist der Wartesaal wohl da drüben. Private. A Telegraph. telegraph. Bürotisch. Telegramm. Nachricht an alle Stationen. Mr. Robinson ist in der Birmingham Station. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Entschuldigung. Ja. Ich sag, hey, Mr. Robinson, warum siehst du aus wie... alt? Der Mann ist gut 60 Jahre alt und etwas älter. Und seit langem verheiratet. Die frischen Erdspuren auf seinen Ärmeln offenbaren seine Leidenschaft für Gartenarbeit. Die Aufzeichnung als Ehrenbahnhofsvorsteher zeigt, dass er hier schon sehr lange tätig ist. Aus all dem ist zu schließen, dass er am liebsten ein ruhiges und unaufgeregtes Leben führt. Okay, ja. Zugzusammenstellung. Nottingham, London. Ja, Lokomotive, Kohlenkarre, erste Klasse, Post, Spezialwagen, zweite Klasse. Here is the train set. Erste Klasse, Lokomotive, Kohlewagen, erste Klasse Wagen, Postwagen, Sonderwaggon, gebucht von Mr. Robinson, zweite Klasse Wagen. Mit der Zusammenstellung des verschwundenen Zuges lautet bla bla, Postwagen, zweite Klasse Wagen. Besorgen Sie sich eine Streckenkarte. Das mache ich doch glatt. Als nächstes sogar. Okay, ich hatte sogar die Erlaubnis, hier reinzugehen. Das ist gut. Und rüber zum Wartesaal. Ich hänge eine Karte an der Wand, die ich mir mitnehmen darf. Aber es ist ja eilig und du hast was fallen lassen, was verschwunden ist. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Magic. Da ist eine Streckenkarte. This map will be useful. Das hoffe ich doch. Okay, Nottingham, London. Hübscham. Ich gucke noch mal kurz, was hier ist. Main Service. Rumpel. Lokomotivglocke. An old locomotive bell. This part is Ersatzteile. probably from a locomotive. This place serves as a storage area for the station. Oh, soweit nichts Ungewöhnliches. Hier hinten ist noch ein bisschen Lager. Und eine Seilwinde. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Keine Ahnung, wir fragen mal kurz unseren Kollegen nach was. Mit dem Sonderwaggon. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. Okay. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Fahrgäste an Bord. Also wir müssen, glaube ich, nach Nottingham und herausfinden, was da drin war. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something.
There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? Okay, That is interesting. auf jeden Fall. Bahnhof Bridlington. You mentioned a problem at Bridlington Station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Bitte? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. Okay. See you later, my good man.